Hallo, grüß euch und Servus zu einem neuen Pomade-Review auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max, ihr kennt mich vielleicht schon und falls nicht, hallo, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Das Wetter wird langsam wieder ein bisschen kühler, es wird ein bisschen angenehmer draußen, was für mich heißt, ich kann wieder klassische ölbasierte Pomaden schmieren. Und welche sollte ich denn sonst anders wählen als die Neuauflage der Lucky Locke? Hat ein bisschen gedauert, sie war eine Zeit lang vom Markt weg. Viele von euch werden sich noch daran erinnern, haben sie auch schmerzlich vermisst. Aber jetzt ist sie endlich wieder zurück und ich freue mich sehr, dass ich das Review machen darf und nicht der Alex, wie bei dem letzten Mal. Wir fangen gleich von vorne an. Dose hat sich ein bisschen geändert im Vergleich zur alten. Ihr seht schon, sie ist kompakter geworden, was den Umfang angeht. Dafür ist sie jetzt deutlich höher geworden. Der Deckel ist bei allen der gleiche. Gefällt mir persönlich sehr gut mit dieser kleinen Plastikaussparung, mit der man den Inhalt gleich nochmal genau erkennt und den schönen 2L für Lucky Locke drauf. Ich habe mich für die schwarze Variante entschieden. Das ist nämlich die festeste von allen vier. Vier sind es ja sogar. Genau, klar, es gibt leicht, mittelfest, fest und die extra feste. Kommen wir zum Inhalt. Schöne, wunderbar gelbe, wahnsinnig homogene Masse. Super smooth. Ja, und das ist das Schöne. Der Duft ist nämlich gleich geblieben. Das ist der Crazy Bean Duft. Und zwar ist das der Duft nach Tonka Bone. Den kannte ich vorher überhaupt nicht. Habe ich das erstmal in der Lucky Locke gerochen. Und der ist super, super toll. Das ist eine Mischung aus, ich würde mal sagen, es sind ein bisschen Vanillenoten drinnen und sowas ganz, ganz leicht Karamelliges vielleicht. So in die Richtung. Ich glaube, da könnte man das relativ gut einordnen. Also es ist ein etwas wärmerer Duft, ein total runder, super abgestimmter Duft. Kannte ich vorher so in der Art noch gar nicht. Deshalb gefällt mir die auch so besonders gut. Oh ja, ist sehr gut. Im Vergleich zur alten Variante, vor allem an die sich erinnern können, ich finde den Duft nicht so präsent zu Beginn, allerdings entwickelt der sich in den Haaren ultimativst toll. Also das wird dann richtig, als würde sich so eine Duftwolke immer und immer mehr aufbauen und dann über eurem Kopf schweben. Gefällt mir super, super gut. Finde ich richtig klasse. Und dann komme ich jetzt auch gleich mal zur Anwendung. Ich nehme Cap ab. Meine Haare sind ein bisschen kürzer. Ganz leicht feucht noch. Gerade bei wachsigen, ölbasierten Pomaden brauche ich das auf jeden Fall. So, ich zeige es euch. Entnahme. Ich mache es inzwischen relativ gerne, dass ich den Nagelrücken einfach hernehme. Minimalster Druck. Lässt sich super, super weich entnehmen. Für den Halt, den sie im Nachhinein gibt, sehr, sehr erstaunlich, muss ich sagen. Lässt sich dann noch dementsprechend leicht verreiben. Zieht ganz minimale Fäden, also eine gewisse Klebrigkeit ist gegeben. Bleiben nach dem Verreiben, also keinerlei Flakes, kann nichts, super, super homogen alles miteinander. Bleiben auch keinerlei Rückstände. So, das Einarbeiten, easy. Richtig, richtig, richtig einfach. Ich sage es jedes Mal, aber ich werde nicht müde. Nehmt euch die Zeit, gerade bei entfettetem Haar, nehmt euch die Zeit, die Pomade richtig einzuarbeiten, bis runter an die Wurzeln. Lieber weniger und dafür öfter, statt einmal zu viel und dann nicht genug verteilt. Deshalb ganz entspannt, richtig schön. Ja, den Halt, den sie nachher gibt, den merke ich gerade beim Einarbeiten noch überhaupt nicht so, weil das Ganze richtig, richtig angenehm, richtig gut geht. Super toll. Super, super toll. Und das ist, was ich gemeint hatte. Der Duft entfaltet sich jetzt schon langsam so ein bisschen, wird aber dann noch mehr werden. Ich lege jetzt mal noch ein bisschen was nach. Das ist schön. Also super tolle Homebrew ölbasierte Pomade, also der fehlt eigentlich an nichts, muss ich sagen. Die gefällt mir einfach richtig gut. Finde es auch jetzt dann, gerade wenn es wieder ein bisschen kühler wird, gerade Richtung Herbst, Winter, ist das auch
perfekte Begleiter, vor allem was auch den Duft angeht. Gefällt mir einfach super, super gut. So, man könnte meinen, ja, das sieht doch ganz gut aus, das ist genug, aber ich weiß es, ich kenne meine Haare, ich habe sehr, sehr viele Haare. Ich brauche noch ein bisschen Produkt, ich muss es noch ein bisschen tiefer einarbeiten, dass ich auch wirklich alle Haare erwische. Denn gerade dann später, wenn ich mir den Scheitel mache, dann merke ich das öfter mal, wenn ich mir nicht genug Zeit genommen habe, dass hier überall noch überhaupt kein Produkt ist. Und das ist ja nicht das, was wir wollen, weil sonst zerfällt mir die Pomade, egal wie stark sie ist. Und das kann auch mit wasserbasierten Produkten passieren. Deshalb ist es eben so, so wichtig, dass ihr die Pomade immer gut in den Haaren verteilt. Bei festeren ölbasierten nehmt ihr gegebenenfalls noch einen Föhn her. Das macht das Ganze natürlich schon noch ein bisschen einfacher. Einarbeiten, föhnen, kämmen und dann so weitermachen. Aber gerade bei der Lucky Locke, selbst bei der starken, braucht ihr den eigentlich nicht, weil das so super funktioniert. So ein super smoothes Einarbeiten. Das ist schon echt grandios, muss ich sagen. So, eingearbeitet ist es. Jetzt mache ich es klassisch, wie immer. Ich nehme erstmal vom Kamm die grobe Seite, gehe damit durch. Einfach, um eben auf der einen Seite das Produkt nochmal richtig gleichmäßig einzuarbeiten, zu verteilen in den Haaren und um auf der anderen Seite gegebenenfalls lose Haare einfach nochmal richtig schön rauszuziehen. Denn das ist ja bei den ölbasierten Pomaden, die kleben ein bisschen und die lassen jetzt ein Haar, das von alleine auch ausgefallen wäre. Das bleibt halt auch hängen. Bis zur nächsten Haarwäsche bleibt das drinnen, beziehungsweise bis zum nächsten Mal, bis ihr euch die Haare kämmt. Und das ist dann jetzt hier, ihr werdet es vielleicht sehen, das ist unheimlich simpel, hier durchzugehen. Da gibt es kein Ziepen, kein Zerren, kein gar nichts. Ist, finde ich persönlich, nochmal ein Highlight davon, weil am Ende habt ihr einen echt super Halt, den ich schon, ich würde mal sagen, fast in Richtung Womanizer Hard einordnen würde, so ungefähr. Und dafür ist das aber richtig angenehm, richtig smooth. Lasst es das Einarbeiten sein, das Verarbeiten und dann auch das Styling. Gefällt mir tatsächlich super gut. So, jetzt nochmal richtig schön durchgehen, alles schön anlegen. So, dann suche ich mir wieder meine Scheitelnaht. Genau hier rüberziehen. Hier die Haare erstmal runter. Und das hier ist jetzt dann zum Beispiel die Stelle, die ich gemeint hatte, bei schlampigem Einarbeiten. Wäre hier dann alles frei von Produkt und dann stehen einem die Haare alle nur ab und halten nicht. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. So, dann ziehe ich sie mir hier schön rüber. Schon mal die grobe Richtung vorgeben. Genau, ja, es macht Spaß, es ist super simpel, es ist super easy, kein Geziepe, kein Gezerre. Klar, immer eine klassische ölbasierte Pomade nachstylen ist überhaupt kein Thema, gar kein Problem. Das wird ein Kinderspiel, wirklich ein Kinderspiel. So, ziehe ich sie mir hier ein bisschen hoch. So, du gehörst noch darüber, du dahinter. So, und das ist jetzt das, ich kann mit meinen kürzeren Haaren, kann ich mich jetzt ein bisschen mehr spielen, als wenn sie länger sind. Ich kann es mir nämlich ein bisschen unordentlicher vorne die Haare einfach machen und es sieht aber trotzdem noch nach was aus, weil einfach das Produkt dafür sorgt, dass die Haare gepflegt aussehen und nicht wie frisch aufgestanden. Also der Messy-Look wäre zwar mit geringerer Menge durchaus möglich, hatte ich jetzt aber mal keine Lust drauf, sondern diesen schönen, ich sage jetzt einfach mal bewusst, gepflegt oder Business-Style, glaube ich, nennt man den ja auch. Finde ich dann jetzt nämlich auch ganz schön. Ich habe das hinten im Wirbel, den muss ich noch ein bisschen sortieren. Glanz. Ich hoffe, man erkennt das ein bisschen. Ich habe mal gemerkt durch die Kamera, das trügt immer so ein bisschen, gerade wenn wir sagen, das ist ein super mattes Produkt und im Video sieht es dann doch irgendwie nach ein bisschen Glanz aus. Glaubt uns, die Kamera verfälscht das Ganze immer ein bisschen. Ihr habt jetzt bei der Lucky Locke, bei der festen Variante, natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wie viel Produkt ihr verwendet. Aber ich würde sagen, ihr habt einen relativ natürlichen bis wenig Glanz.
Also es ist, ihr habt es ja gesehen, allein in der Dose schon, man sieht ein leichtes Leuchten, würde ich fast sagen. Und das ist dann auch der Glanz, der sich auf die Haare überträgt. Also sieht super, super smooth, shiny, nenne ich es jetzt einfach mal. Ein richtig toller, seidiger Glanz, würde ich mal sagen, jetzt so bei der Menge, die ich verwendet habe. Gefällt mir nämlich auch sehr, sehr gut, da bin ich großer Fan von. Also ich kann alles in allem nur sagen, ist eine super, super tolle Neuauflage. Gefällt mir richtig gut, finde ich toll, dass sie wieder da ist. Das hat noch so ein bisschen gefehlt, finde ich. Und jetzt ist hat sich der Kreis wieder geschlossen und das muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Also kann ich euch tatsächlich nur wärmstens empfehlen, auch wenn ihr normalerweise keine so ölbasierten Fans seid, tastet euch da mal ein bisschen ran, da gibt es nämlich ein paar richtige Schätzchen. Worauf ich noch nicht eingegangen bin, sind die Inhaltsstoffe. Sind an sich klar klassisch ölbasiert. Petrolatum ist natürlich mit drin, wir haben ein bisschen Bienenwachs, Lanolin auch. Was mir besonders gut gefällt, ist, es ist ein bisschen Jojobaöl und es ist Avocadoöl drin. Das macht eben diesen schönen, angenehmen Glanz und sorgt halt auch nochmal für die extra Portion Pflege. Gefällt mir super gut, super reichhaltig und pflegend auch für die Haare. Deshalb noch umso mehr eine noch größere Empfehlung an euch. Probiert die unbedingt mal aus. Die sollte eigentlich in keiner anständigen Sammlung sollte die fehlen. Mehr bleibt mir jetzt auch gar nicht zu sagen, außer schön, dass ihr mal wieder da wart. Schön, wenn ihr bleibt. Und ansonsten bleibt gesund und noch einen schönen Tag. Pfiat euch, ciao.